Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We are continuing. Wir machen weiter. Thank you for the feedbacks about how much you are blessed by our devotional. Danke für euer Feedback darüber, wie sehr ihr durch diese Morgenandachten gesegnet seid. So let's continue in verse 19 of Philippians 1. Fahren wir also mit Vers 19 im Philipper 1 fort. Look what the Apostle Paul says. Schau, was der Apostel Paulus sagt. Because I know that the lavish supply of the Spirit of Jesus, the Anointed One, Denn ich weiß, dass die überreiche Versorgung des Geistes von Jesus, dem Gesalbten, and your intercession for me will bring about my deliverance. und eure Fürbitte für mich meine Befreiung bewirken wird. You know, it's interesting that the Passion uses the word intercession here, but in the original Greek it doesn't say intercession. Es ist interessant, dass die Passion hier das Wort Fürbitte verwendet, denn im Originalgriechischen steht das nicht da. It's a general word that is used for prayer. Dort wird ein allgemeines Wort für Gebet verwendet. But you know, I've learned that we read so many things into the Bible depending on what theology we have. Ich habe gelernt, dass wir so vieles in die Bibel hineinlesen, abhängig von der Theologie, die wir haben. So Paul is simply expressing something here that's quite simple. Paulus drückt hier etwas ganz Simples aus. He said that he has a conviction and insurance Er spricht von einer Überzeugung und Sicherheit, die er hat, that what the Spirit of Jesus does together with the prayer of the people, dass der Geist Jesu zusammen mit den Gebeten dieser Leute it will bring about his deliverance. seine Befreiung bewirken wird. You know, deliverance from what? Befreiung von was? Well, obviously he's talking about prison because that's where he is right now. He's suffering in prison. Offensichtlich spricht er vom Gefängnis, denn zu dieser Zeit befand er sich in Gefangenschaft. So look, Paul, and we saw this before, he was not worried about being in prison. Wir haben bereits gesehen, dass er nicht beunruhigt war, im Gefängnis zu sein. He used the prison. Er nutzte das Gefängnis. Paul never said, guys, pray for me to get out of prison. Paulus hat nie gesagt, Leute, betet für mich, damit ich aus dem Gefängnis rauskomme. In fact, he was happy there because now all the people around him also heard the gospel. Er war in Wirklichkeit glücklich, dass nun alle um ihn herum auch das Evangelium hörten. And the church was more bold. Und die Gemeinde mutiger war. So my understanding, Paul was not asking the church to pray for him so that he could be out of prison. Nach meinem Verständnis bat Paulus die Gemeinde also nicht, für ihn zu beten, damit er aus dem Gefängnis rauskommt, But rather he had a conviction in his heart that this is what would happen. sondern er hatte vielmehr die Überzeugung im Herzen, dass es passieren würde. You know that together with the Spirit of Jesus and the saints, there is a cooperation of the people and Jesus. Dass mit dem Geist Jesu und den Gebeten der Heiligen ein Zusammenwirken der Menschen und Jesus stattfindet. And at the end, that he will be free from this prison. Und er am Ende freigelassen wird. But look how interesting he says in verse 20. Doch schau, was er in Vers 20 Interessantes sagt. And this reminds me of something that is written in the Old Testament in the book of Daniel. Das erinnert mich an etwas aus dem Buch Daniel im Alten Testament. Look, in verse 20 he says, no matter what, I will continue to hope and passionately cling to Christ. In Vers 20 steht, was auch immer geschieht, ich werde weiter hoffen und leidenschaftlich an Christus festhalten. Do you remember the man in the fire, the three men in the furnace? Erinnerst du dich an die 3 Männer im Feuerofen? They basically said, you know, we believe that God will deliver us, but whether he delivers us or not, we will not bow before you. Sie sagten sinngemäß, wir glauben, dass Gott uns befreien wird, aber auch wenn nicht, wir werden uns nicht vor dir beugen. You know, and Paul said, you know, I do believe that I will be delivered from this prison, but then he says, it doesn't really matter. Paulus sagt, ich glaube, dass ich aus diesem Gefängnis befreit werde. Aber dann sagt er, was auch immer geschieht, He says, I'm going to passionately cling to Christ. ich werde weiter hoffen und leidenschaftlich an Christus festhalten. And I like how he finishes this. Und ich mag, wie er das abschließt. So that he will be openly revealed through me before everyone's eyes. Damit er durch mich vor aller Augen offenbart wird. You know, this needs to be the heart attitude of every Christian. Das muss die Herzenshaltung jedes Christen sein. And this is the heart attitude we all need to have. Wir alle müssen folgende Herzenshaltung haben. It doesn't matter whether my circumstances are not good or bad. Es ist egal, ob die Umstände gut oder schlecht sind. It doesn't matter if I'm out of this difficult situation or not. Es ist egal, ob ich noch in der schwierigen Situation bin oder nicht. There's two things that matter. 2 Dinge sind wichtig.
Number one, that I passionately cling to Jesus Christ. Erstens, dass ich leidenschaftlich an Jesus Christus festhalte. Because of this, now it will be openly revealed before everybody's eyes who I belong to. Und dass zweitens, aufgrund dessen nun vor aller Augen offenbart wird, wem ich gehöre. Now here's my question. Meine Frage ist, Do you cling to Christ in every situation, or do you try to get out of every situation? hältst du in jeder Situation an Christus fest oder versuchst du, ihnen zu entfliehen? And then the second question is, Und die zweite Frage ist, clinging to Christ in every situation, do you do it so that you can have a better life? hältst du in jeder Situation an Christus fest, damit du ein besseres Leben hast? Or so that Christ will be revealed before everybody's eyes? Oder damit Christus vor aller Augen offenbart wird? You know, as I live my life, Weißt du, in meinem Leben it is always my desire that people will see Christ through me no matter where I am. ist es immer mein Verlangen, dass die Leute Jesus durch mich sehen, egal wo ich bin. You know, today I was at the airport. Heute war ich am Flughafen I was getting myself a Starbucks und ich habe mir einen Starbucks-Kaffee geholt. because I like that, especially after travel for the whole night. Ich mag das besonders nach einer ganzen Nacht im Flugzeug. And listen, after about just a minute or two ordering my coffee, Circa 1-2 Minuten, nachdem ich meinen Kaffee bestellt hatte, all of the Starbucks employees were standing around me, listening carefully to everything I had to say. standen alle Mitarbeiter um mich herum und hörten mir zu. And I had their attention to share the goodness of Jesus with all of these employees. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit, die Güte Jesu mit all diesen Mitarbeitern zu teilen. Listen, my friends, Hör zu, mein Freund. if you learn to passionately cling to Christ, Wenn du lernst, dich leidenschaftlich an Christus zu klammern, He will be revealed through you before everyone's eyes. wird er durch dich vor aller Augen offenbart werden. This needs to become an ordinary lifestyle of all of His children. Das muss der normale Lebensstil aller seiner Kinder werden. But because we are so self-focused so easily, Doch weil wir schnell so selbstfokussiert sind, so focused on our deliverance of the difficult situations, so darauf konzentriert, aus der schwierigen Situation befreit zu werden, we haven't even learned to cling to Jesus in difficult times and reveal Him before everybody's eyes. haben wir nicht gelernt, uns in schwierigen Situationen an Jesus zu klammern und ihn vor aller Augen zu offenbaren. So Paul had a conviction that he would be free, but that was not his main point. Paulus hatte die Überzeugung, befreit zu werden, aber das war nicht sein Hauptaugenmerk. No matter what, Was auch kommen mag, I'm going to stick close to Jesus and everybody can see Him. ich werde nah an Jesus dranbleiben, damit jeder ihn sehen kann. See you tomorrow. Bis morgen.